Ja, hallo, Michael Kotze, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Heute machen wir ein Unboxing. Den Camlink 4K von Elgato, den packe ich aus. Ich benutze jetzt gerade zwei günstige Alternativen von Amazon bzw. von eBay, die einfach nur 15 Euro kosten. Und ich dachte so, hey, jetzt einfach mal auf 4K updaten. Damit man dann auch Einzelheiten besser sehen kann, weil ich habe gesehen, hey, die Qualität ist schon ein bisschen besser. Ne? Ich filme hier mit einer Sony 6600 mit einem 2,8 Objektiv und keine Ahnung was, und dann habe ich aber so eine, ja, die Schwachstelle ist wahrscheinlich dann halt der günstige Camlink. Wobei diese Qualität ist jetzt mit so einem 15 Euro, 16 Euro Camlink oder so von einer anderen Firma, der eigentlich seine Arbeit ganz gut macht. Das sieht du zum Beispiel auch an meiner Uhr oder so. Das erkennst du schon alles und es ist alles okay. Aber ja, das ist jetzt hier mein neuestes Schätzchen und ich werde höchstwahrscheinlich auch zwei davon kaufen, also noch einen weiteren davon kaufen. Und wir packen den jetzt einfach mal aus. Den Link, den packe ich dir einfach mal in eine Beschreibung rein. Einmal zu Amazon, wenn du den neu bestellen möchtest. Und du kannst auch mal 20, 30 Euro sparen auf eBay, ja, wenn du den Gebrauch kaufst. Achte auf 4K. Ich glaube, es gibt eine ältere Version ohne 4K. Also da muss, glaube ich, 4K draufstehen. Das ist, glaube ich, schon die zweite Version. Aber schreib gerne mal in den Kommentaren, falls ich mich irre. Weil es gibt welche, da steht nicht 4K drauf. Und deshalb da auf jeden Fall achten. Und ja, es funktioniert auch für einen Mac und für einen Windows-Rechner. HDMI. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich habe das Ding auch sofort bei Elgato in dem Fall bestellt und hatte da halt einen Rabatt bekommen, aber zu den normalen Preisen würde ich jetzt nicht bei Elgato bestellen, weil bei Amazon bzw. bei eBay gibt es die Sachen halt immer schon mit 10, 15, 20% Rabatt. Ich hatte aber mehrere Sachen bestellt, auch ein Mikrofon, da mache ich auch ein Unboxing zu. Und ja, eine hochwertige Verpackung, aber man kann sich dafür auch nichts kaufen. Ne? Es ist auch kein Produktvorteil für mich. Ist alles sehr hochwertig, aber ja, ich bin jetzt kein Sammler von Verpackungen. Auch hier wieder, ja, kann man schon aufklappen. Hier steht natürlich alles Mögliche drauf, in allen möglichen Sprachen, klar. Und dann packen wir uns das Ding aus. Also, das Tolle ist, es gibt noch ein kleines Käbelchen, so ein Verlängerungskabel. Man muss natürlich immer aufpassen, glaube ich, ne? So Datensatz, wie schnell das Ding überhaupt ist oder so. Nicht, dass man da 4K raushaut und irgendwo irgendein Kabel unterstützt das nicht komplett oder so, die Datengeschwindigkeit. Aber ich glaube, das dürfte alles funktionieren. Der ist sehr leicht. Das ist so gar nichts, was der wiegt. Gut verarbeitet. Ja, so ein bisschen Gold ja, ne? Also HDMI-Anschluss. Ja, HDMI-In steht da auch, ja klar, kein Auto. Und dann, ja, in Taiwan hergestellt. Verlängerungskabel. Verlängerungskabel natürlich auch, ja, das dürfte auch ganz normal USB-A sein auf USB-A. Also kein Adapter auf USB-C oder sowas dabei. Und ja, dann kann man den auch so ein bisschen weiter weglegen und so weiter. Ich habe das auch. Ich habe ja diese Sticks, die sind einfach in so ein Verteiler Hub oder Hub oder wie auch immer die heißen, habe ich den drin. Und wenn ich jetzt zu sehr wackeln würde am Tisch, dann würde dann halt ruckzuck auch mal das Bild ausfallen. Ja, also ich werde noch ein Testvideo machen, wo ich dann halt beide miteinander vergleichen würde, ob sich das lohnt. Hier so um die 129 Euro, manchmal im Angebot mit 100 Euro, ja 110, 114 Euro und so. Check einfach mal den Link oder beide Links, ob du den, ja, weil bei eBay kannst du natürlich auch Neuware kaufen. Und ich habe gesehen, viele Leute kaufen den und verkaufen den dann auch relativ schnell wieder. Ja, vielleicht ja, wollen sie doch keine ja, Spiegelreflexkamera oder irgendeine andere Kamera nutzen, die halt HDMI-Ausgang hat. Jo, das ist jetzt überschaubar. Doof ist es jetzt schon wieder, dass es halt so, ne, so ein bisschen federt. So, das Kabel könnte hochwertiger sein. Ne, das Kabel, das hat jetzt sehr viele Knicke und so weiter. Das ist natürlich immer toll für Kabel, wenn du die halt schon viel oft und so weiter knickst. Schade eigentlich. Also das Kabel auf jeden Fall hochwertiger. Das wäre für den Preis, weil das Ding kostet manchmal bei anderen Herstellern vielleicht nicht die gleiche Qualität, aber kostet nur ein Bruchteil davon, ein Zehntel manchmal. Und dann hätte ich mir ein schöneres Kabel vorgestellt. Was haben wir hier noch dran? Naja, ein Aufkleber, okay, mache ich mir nichts raus. Und eine tolle Anleitung. Ja, kommt mir das so raus. So.
Ja, keine Ahnung, 10 Sprachen. Kann ich sowieso nicht lesen. Weil das ist auch so klein gedruckt. Es geht noch in Deutsch. Okay, das war's von mir. Wie gesagt, teste es einfach mal aus. Und im Zweifelsfall schau dir das zweite Video an, wo ich die beiden teste. Und ich werde noch ein paar andere Sachen auspacken. Wave XLR von Elgato, das neue Wave DX Mikrofon und. Ja, das war's von mir. Verpackungsmaterial, ja. Ich meine, sorry, schmeißt du das immer weg? Schreib mal in den Kommentaren, schmeißt du die Kisten weg oder stellst du die im Regal rein oder so? Bei mir fliegen die sehr oft weg, weil das sind dann halt, wenn du die Sachen verkaufst, vielleicht mal 5 Euro mehr oder so, die dafür bringst, weil du den Karton halt jahrelang aufgehalten hast oder behalten hast. So, gerne abonnieren, gerne liken. Ich bin raus. Ciao.